Winterzeit ist Schrauberzeit. Moin moin liebe Hobbyracer und Freunde des gepflegten Motorradsports. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt es in einem der letzten Videos gesehen, ich habe es mal wieder geschafft, meine Maschine zum Ende der Saison doch noch komplett hinzurichten. Es war mir vergönnt, jetzt eine komplette Saison ohne Sturz durchzufahren. Schade drum, aber was soll man machen? Das gehört dazu. Maschine ist soweit auseinandergebaut und jetzt geht es darum, das Ding wieder ordentlich aufzubauen. Ich zeige euch heute mal in dem Video, wie ich das mit der zerballerten Verkleidung mache. Viele, die gestürzt sind, denken, okay, das Teil ist nicht mehr zu retten, schmeißen sie dann weg und dabei ist so eine GFK oder Carbonverkleidung easy peasy wieder zu retten, wieder zu fixen. Klar, es wird am Ende keine Show- und Schein-Verkleidung mehr, auf denen ihr auf irgendwelchen Messen mit prahlen könnt oder ähnliches, aber Hauptsache, die Verkleidung ist wieder stabil und die Verkleidung ist halbwegs irgendwie in einem optisch brauchbaren Zustand. Plus sind keine irgendwelche abstehenden Teile, die abreißen können, scharfkantig sind oder ähnliches. Ich habe mehrere Verkleidungen hier, die über die Jahre nach und nach alle zerscheppert worden sind. Und meine Aufgabe ist jetzt, das Ganze ordentlich zu fixen. Ich habe dafür Carbon, ich habe dafür Harz und Härter. Und werde euch jetzt mal in einem Video zeigen, wie ich das ganze Ding wieder flick, dass die Verkleidung dann auf jeden Fall wieder fahrbar ist. Das Ganze zeige ich euch mal am Beispiel von der Verkleidung aus Rijeka. Da haben wir zum Beispiel am Seitenpanel solche Stellen hier, die oberflächlich eigentlich nur angekratzt sind und die relativ einfach zu fixen sind. Das heißt, da kommt von innen eine Carbonmatte entgegen, wird dann von außen nochmal verstärkt, verschliffen und dann wieder hübsch gemacht. Außerdem haben wir noch so Teile wie die Front. Die sieht auf der einen Seite soweit noch ganz gut aus, aber auf der anderen Seite haben wir hier eine Ecke, die komplett aufgebrochen und weggebrochen ist. Die habe ich jetzt in Kroatien provisorisch mit Kabelbinder zusammengeflickt, damit es nicht durch den Wind weiter aufreißt. Das müssen wir natürlich erstmal abknipsen, dann wird das Ganze von außen mit Panzertape erstmal in Form gebracht und dann auch wieder von innen mit Carbon gegenlaminiert. Das Ganze seht ihr aber auf jeden Fall hier im Video. Ja, und dann haben wir noch das Schmuckstück vom Bug. Der sieht so aus. Ihr habt es gesehen im Video, der hat komplett in Flammen gestanden. Hier seht ihr noch richtig schön die Brandspuren, überall auch Feuerlöschschaum noch dran. Und der ist zum Beispiel hinten am Heck komplett weich geworden. Und das waren jetzt nur 3 Beispielteile. Wir haben natürlich noch viel mehr Teile, die haben alle was abgekriegt, da müssen wir überall ran. Deswegen nicht lang labern und direkt rein. So, ihr seht, ich habe die Ecke jetzt von außen schön getaped und wieder in Form gebracht. So wie die Verkleidung sein soll. Von innen können wir jetzt sehen, dass die Risse natürlich noch da sind, aber jetzt in einem Maß, dass wir ordentlich mit Carbon laminieren können. Das gleiche mache ich jetzt bei allen anderen Teilen auch noch und dann geht's los, dass wir Carbon zurechtschneiden, Harz anmischen und das Ganze einlaminieren. Nachdem ich jetzt alle Teile so weit vorbereitet habe, dass ich sie von außen ordentlich mit Tape beklebt habe, dass sie wieder eine Grundform und Stabilität haben, kann ich jetzt dazu übergehen, Carbon vorzubereiten, Harz und Härte anzumischen, um den Teilen wieder eine Stabilität zu verleihen. Dafür schneide ich mir jetzt aus der Carbonmatte verschiedene Größen zurecht, die ich dann ordentlich einlaminieren kann. Nachdem ich jetzt die Teile vorbereitet und das Carbon zurechtgeschnippelt habe, geht es darum, das Harz anzumischen. Achtet hier unbedingt drauf, Harz und Härter im richtigen angegebenen Mischungsverhältnis zusammen zu mixen, weil ansonsten trocknen die Teile nie aus, bleiben immer bappig und ihr könnt den ganzen Müll auseinanderreißen und nochmal von vorne anfangen. Was braucht ihr ansonsten noch? Ganz einfach, Handschuhe. Ganz wichtig, das Zeug bappt wie Arsch und das wollt ihr nicht an euren Fingern haben. Dann ein Mischbecher, im besten Fall aus Gummi, dann könnt ihr nämlich danach, wenn das Harz ausgehärtet ist, den Becher zusammen squeezen und die ganzen Reste einfach rauskrümeln. Und, ganz wichtig, Pinsel. Diverse Pinsel, diverse Größen, damit ihr dann ordentlich das Harz auftragen auf das Carbon und durchtupfen könnt. Das Ganze machen wir jetzt und dann geht's los und ich zeige euch, wie es geht. In meinem Fall beträgt das Mischungsverhältnis jetzt 100:60, das heißt 100 Teile Harz auf 60 Teile Härter.
Das Ganze mischen wir jetzt auf einer Waage zusammen. Ich habe mir dafür einfach eine Küchenwaage genommen und habe die oben mit bisschen Frischhaltefolie geschützt, damit es nicht komplett versaut wird. Dann den Becher drauf, das Ganze nochmal nullen und dann geht's los. Das Ganze dann unbedingt sehr gut durchrühren. Und dann geht's auch schon los mit der Verarbeitung. Dafür schnappt ihr euch euer erstes Teil, den Pinsel, tunkt den erstmal in euer Harz und dann tragt ihr eine Schicht Harz auf euer Bauteil auf, um schon mal eine Klebefläche zu gewährleisten. Auf die Klebefläche tragt ihr jetzt eure ersten Schichten Carbon auf. Danach nochmal den Pinsel im Harz tränken und das Carbon ordentlich durchtupfen. Wenn ihr das soweit erledigt habt, dann solltet ihr ein Ergebnis haben, das ungefähr so aussieht und könnt das Teil dann schon zur Seite legen zum Trocknen. Genauso macht ihr jetzt mit jedem weiteren Teil weiter. Erst mit Harz eine Klebeschicht auftragen, dann Carbon, dann wieder durchtupfen mit dem Pinsel, nächste Lage Carbon schön überlappend, durchtupfen, so lange bis ihr eine schöne stabile Lage habt. Dabei reichen bei Carbon schon 2 bis 3 Überlappungen und dann ist es auf jeden Fall dick und fest und stabil genug, dass ihr gar nicht bis wie bei GFK 5, 6 Lagen oder ähnliches gehen müsst. Das ist totaler Quatsch bei Carbon. Macht es aber schön flächendeckend über die Stellen, die kaputt sind und geht so von Teil zu Teil. Achtet immer darauf, dass ihr die Carbonmatte auch wirklich vollständig durchtränkt mit Harz, weil nur dann kann sie auch wirklich stabil werden und aushärten. Wenn ihr dann alles fertig geharzt habt, carbonisiert habt, alles soweit wieder stabil ist und das durchgetrocknet ist, dann kommt es zum nächsten Part und zwar müsst ihr jetzt die Verkleidung schleifen. Das heißt, es ist viel Arbeit, ihr müsst alles außen abschleifen und ihr müsst richtig schön die Vorarbeit zum Lackieren machen. Das Ganze ist ein wichtiger Step. Je nachdem, wie viel besser ihr jetzt diese Vorarbeit macht, umso besser ist hinterher nach dem Lackieren das Ergebnis. Deswegen nehmt euch die Schleifmaschine, nehmt euch Spachtel, schleift alles runter, bis es euch gefällt, spachtelt nochmal nach, schleift nochmal drüber, so oft, bis ihr ein eurer Meinung nach perfektes Ergebnis habt. Die einen wollen, dass das ein bisschen perfekter ist, wie eine Show- und Scheinlackierung, für die anderen, da ist es nur eine Rennpappe, da muss das am Ende einfach nur eine Farbe sein. Bei mir in meinem Fall ist es jetzt so, das Ding ist schon 1000-mal in Crashs auseinandergerissen worden. Das heißt, es muss hier jetzt wirklich nicht perfekt werden. Es muss einfach nur eine grundsolide Oberfläche sein, damit es fürs Lackieren ordentlich vorbereitet ist. Dann geht das ganze Ding ab in die Lackierkabine. Das ist dann bei mir Arthur sein Part. Vielen Dank an Arthur, dass er das Ganze übernimmt. Er lackiert mir die Verkleidung komplett durch. Das heißt, es kommt Farbe drauf und es kommt Klarlack drauf. Und wenn das alles durchgetrocknet ist, kriege ich den Anruf, für die Verkleidung abzuholen und dann sehen wir uns hier wieder zum Folieren für das Design.